Schlaf, Kindlein, schlaf, der Vater hüt die Schaf, die Mutter schüttelt's Bäumelein. Ich weiß, es ist Freitagmittag und ja, ist ja wurscht. Hallo, ich bin Timo von Paulimod und heute geht es um die Sieg SX4. Ihr habt es euch gewünscht und wir sind schon ganz scharf drauf, euch die Maschine zu zeigen. So, die Sieg SX4 ist die größte Fräsmaschine bei uns im Sortiment. Die Maschine ist 1000 mm hoch, 1115 mm breit und 840 mm tief. Das heißt, man braucht schon einen gewissen Aufstellplatz, weil die Maschine große Maße hat, aber auch ein großes Gewicht. Die Maschine wiegt über 300 Kilogramm und das kann man nicht einfach mehr so auf die Werkbank lupfen. Da braucht man schon einen Kran oder einen Stapler oder irgendwas anderes Schweres. Und ihr merkt schon, das ist jetzt wirklich keine Maschine mehr für einen Hobbybereich, sondern das ist wirklich eine Maschine für einen semi-professionellen, wenn nicht sogar professionellen Bereich. Und zwar, wenn hauptsächlich Stahl oder Edelstahl bearbeitet werden muss. Dadurch, dass die Maschine so wuchtig ist, sind natürlich auch viel Masse und ist extrem verwindungssteif, was man beispielsweise braucht, wenn man Edelstahl bearbeitet und damit hohen Schnitttiefen arbeiten muss. Kommen wir zu den Features an der Maschine. Die Maschine, weil die so einen schweren Kopf hat, ist es unmöglich, hoch und runter zu kurbeln. Darum hat die hier an der Z-Achse einen Elektromotor. Das heißt, in dem Moment, wenn ich hier auf den Knopf drücke, kann ich den Fräskopf ab- bzw. aufbewegen. Die Feineinstellung selber, die wird dann über die Pinole gemacht, über die Feineinstellung. Ich mache hier den Pinolenhubanzeige an, klemme hier an der Seite den Griff und jetzt kann ich hier über die Feineinstellung bis aufs Hundertstel genau einstellen und ganz sauber ans Werkstück anfahren. Wenn ich angefahren habe, kann ich natürlich hier die Pinole klemmen und schon ist es fest. Wenn wir hier unten sind, lösen wir auch das Geheimnis. Das ist ein Winkelmesser, ein digitaler. Wir können den Kopf rechts und links schwenken. Und um wieder den optimalen Winkel auszumitteln, egal ob man jetzt hochfährt oder ob man ihn schwenkt oder ob man jetzt wieder in den 90-Grad-Winkel zum Tisch übergeht, hier kann man natürlich ganz exakt sehen, wo der Kopf steht, wo wir sind. Hier am Bedienpult, ganz klassisch wie bei jeder Maschine, der Notausschalter. Hier der Startschalter. Hier der Schalter, wo wir umstellen können, fräsen oder Gewinde schneiden. Wie ich gerade eben schon gezeigt habe, ist das die Taste für den Z-Antrieb, für den elektrischen. Und hier unten ist die Drehzahlregelung. Wir gehen jetzt mal aufs Fräsen. Ich gehe den Schalter nach oben, drücke auf Start und man sieht, die Maschine läuft an. Die maximale Drehzahl von der Maschine liegt bei 1600 Umdrehungen. Die ist deshalb nicht besonders hoch, im Gegensatz zu den anderen Maschinen, weil bei der weniger Kunststoffe und Buntmetalle bearbeitet werden, sondern wirklich nur für den Stahl- und Edelstahlbereich richtig ihre Performance ausspielen kann. Und die hat da unter allen Umständen genug Druck. Darum ist die Drehzahl ein bisschen geringer, aber das optimale Drehmoment ist dadurch immer erreichbar. Die Abgabeleistung liegt bei 1500 Watt, was an der Spindel ist. Die Maschine hat einen bürstenlosen Gleichstrommotor, der dynamisch angesteuert wird. Das heißt, wir können hier über den Potentiometer die Drehzahl ganz bequem und individuell regeln.
Es ist natürlich auch interessant zu sehen, dass die Maschine trotz alledem nur einen 230 Volt Anschluss hat, aber trotzdem für alle Fälle gewappnet ist. Die Maschine selber, die X-Achse, Y-Achse und Z-Achse, Trapezspindeln. Man sieht es hier. Man sieht auch hier den großen Tisch, den großen Arbeitstisch, um jetzt große Werkstücke bearbeiten zu können. Hier noch eine Arbeitslampe, die auch noch zum Serienumfang gehört. Die Maschine hat einen Riemenantrieb, das heißt mit einer einzigen Riemenstellung ist der ganze Drehzahlbereich abgedeckt. Zudem ist es bei den Sieg-Maschinen so, zumindest bei den großen, dass die eine Gewindeschneidfunktion haben. Gewindeschneidfunktion, was heißt es? Das heißt, in dem Moment, wo ich hier auf Gewindeschneiden gehe, senkt sich nochmal die Drehzahl und ich kann hier über den grünen Knopf an der Pinole die Drehrichtung ändern. Warum Gewindeschneidfunktion? Im Prinzip ganz einfach. Wenn ich jetzt mit dem Gewindebohrer reinfahre, und am Ende bin, dann muss ich nur auf den Knopf drücken und dann dreht sich die Spindel und ich kann wieder rausfahren. Ich muss es natürlich mit der Hand immer führen, der Steigung entsprechend, weil von alleine geht es natürlich nicht. Und Führung ist wichtig, weil gerade wenn man es rausfährt und die Pinole mit der Federkraft sich selbst überlässt, kann es sein, dass man die letzten beiden Gewindegänge zerstört. Das will man ja nicht. Darum hier die Gewindeschneidfunktion, auf Knopfdruck Spindelumkehr. Und wenn ich wieder hochgehe auf Fräsen, dann sieht man auch wieder, wie die Geschwindigkeit steigt. Dadurch, dass der Motor so stark ist, kann man mit der auch unter 100 Umdrehungen arbeiten. Weil normalerweise 100 Umdrehungen die Mindestdrehzahl von dem Motor ist, dass er noch die optimale Kühlung bekommt. Hier ist es so ein dicker Brummer, dass man auch mal kurzzeitig drunter gehen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass da irgendein Schaden passiert. Auch bei der Maschine ist es wie bei allen anderen auch so, dass das Zubehör frei wählbar ist. Ganz klar, unter dem Produktfoto auf unserem Online-Shop, unter dem Reiter Zubehör, ist alles aufgelistet, was mit der Maschine kompatibel ist. Was besonders erwähnenswert ist, klar, dadurch, dass es so groß ist, dass es so stark ist, kann man sogar die ganz großen Messerköpfe benutzen und dort mit einem ordentlichen Vorschub, mit einer ordentlichen Zustellung arbeiten. Das heißt, man verhungert nicht, auch wenn man jetzt Stahl oder Edelstahl bearbeiten tut. An der Maschine ist es natürlich auch noch möglich, sie mit einem Messsystem auszurüsten, beziehungsweise sie gleich mit einem Messsystem zu kaufen. Und man kann auch hier einen Vorschubmotor seitlich montieren. Auch das ist möglich. Schaut euch da einfach mal in unserem Online-Shop um. Da seht ihr so die ein oder anderen Dinge, wie man die Maschine aufwerten kann, anpassen kann, sodass es euch das Arbeiten erleichtert. Die SX4 wird auch bei uns, wenn sie ankommt, ausgepackt, wird gereinigt, wird 20 Minuten laufen gelassen, alle die Funktionen werden geprüft, nötigenfalls eingestellt und erst wenn die Maschine geprüft und eingestellt ist, wird sie für den Verkauf freigegeben. Natürlich ist es auch bei der Maschine so, dass die vom Werk aus geometrisch vermessen wird. Ihr habt dann das Prüfprotokoll, das sogenannte Test Record, und da stehen, wie bei allen anderen Maschinen auch, die Soll- und die Ist-Werte drinne, sodass ihr genau wisst, wie eure Maschine geometrisch aufgebaut ist, beziehungsweise in welcher Toleranzen sie hat. Das ist sehr, sehr wichtig, da legen wir natürlich sehr viel Wert drauf. Wie man an der SX4 den Fräskopf schwenkt, zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich mich jetzt bewaffnet mit einem 17er Gabelschlüssel und werde jetzt die 3 Schrauben, die Klemmschrauben, lösen. Die erste ist hier auf der rechten Seite. Die zweite ist hier unten. Und die dritte ist hier oben auf der linken Seite. An die kommt man jetzt nicht ganz so toll hin, weil da das Stromkabel im Weg ist. Aber wenn man das ein bisschen zur Seite neigt, also jetzt nicht mit Gewalt ziehen, sondern einfach nur ein bisschen zur Seite neigt, funktioniert es. Ich habe jetzt alle geöffnet. Was habe ich falsch gemacht? Nee, gar nichts. Alles hier hinten quasi. Okay.
Okay. Yep. Jetzt, wenn ich jetzt den Arretierungspin hier löse, aua. Scheiße. Richtig, genau. Wenn ich jetzt den Arretierungspin hier löse, kann ich den Fräskopf nach Belieben verdrehen. Und hier unten an dem Winkelmesser, der jetzt leider ausgegangen ist, sehe ich, wie viel Grad. Jetzt versuche ich sie auf 45 Grad einzustellen. Und wir sehen 45 Grad, 45,1 Grad, um genau zu sein. Jetzt müssen lediglich wieder die Schrauben festgezogen werden und ich kann dann mit dem geneigten Fräskopf arbeiten. Der Fräskopf lässt sich übrigens 90 Grad nach rechts und 90 Grad nach links drehen. Für unter 3.500 € bekommt ihr eine Maschine, mit der ihr Stahl und Edelstahl bearbeiten könnt, die wirklich in jedem Drehzahlbereich sattes Drehmoment hat. Für Kunststoffe, Buntmetalle, andere weiche Materialien gehen, ist jetzt aber nicht so dafür geeignet, weil dort halt einfach höhere Drehzahlen schon vorteilhafter sind. Aber das habt ihr ja schon selber gesehen. Was an der Maschine wirklich hervorzuheben ist, sie ist halt wirklich für den semi-professionellen, für den professionellen Einsatz geeignet. Sieht man aufgrund der Größe und des Gewichts, ist aber auch so, dass es für einen normalen Hobbyschrauber schon fast etwas zu groß ist. Weil man muss den Platz haben und man muss auch das Gewicht, was die Maschine hat, handeln können. Und da ist es bei den meisten, die normale Hausmittel haben, halt schon zu Ende. Ich hoffe, das Video hat euch so gefallen wie mir. Und wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt, irgendwelche Wünsche, ich kann es nur wiederholen, wir nehmen euch ernst, wir lesen es uns durch. Wir schreiben euch, geben Antworten unten in die Kommentare, ob es jetzt auf YouTube ist oder ob es auf Instagram, Facebook oder auf sonstigen Social-Media-Plattformen hinterlasst. Wir lesen es auf jeden Fall. In dem Sinne, fräst gut, macht's gut. Tschüss.